Moin meine Freunde der gepflegten Selbstreparatur. Wenn ihr das Problem bei eurem Bosch oder Siemens Geschirrspüler habt, dass die Tür während des Spülvorgangs einfach aufspringt, dann solltet ihr nicht diese Türverriegelung hier oben tauschen, denn das Problem liegt meistens an den Scharnieren. Wenn bei euch vielleicht im Vorfeld sogar die Seilzüge gerissen waren und die Tür nach unten gefallen ist, ist es meistens so, dass durch das Herunterfallen der Tür die Scharniere unten verzogen sind und entweder müsst ihr dann die Scharniere komplett austauschen, ihr könnt auch versuchen, die Scharniere auszubauen und mit einem Hammer zu richten. Meistens gelingt das sehr gut. Wie die Scharniere ausgetauscht werden, zeige ich euch jetzt. Um die Scharniere zu tauschen, müssen zuerst die Seitenwände des Geschirrspülers entfernt werden. Diese Seitenwände sind im Normalfall mit 1 oder 2 Schrauben gesichert. In diesem Beispiel ist es nur eine Schraube. Diese Schraube schrauben wir komplett heraus. Danach können wir die Seitenwand etwas nach oben ziehen, oben aushaken und zum Schluss auch unten aushaken. Und schon haben wir freie Sicht auf die Feder und auf das Scharnier. Als nächstes wird diese Abdeckung entfernt. Die kann man einfach herausziehen. Die ist mit kleinen Rastnasen gesichert. Als nächsten Schritt müssen wir die Feder entspannen. Dazu ziehe ich persönlich immer am Seilzug der Feder und hake sie hier an der Umlenkrolle aus und zum Schluss am Scharnier. Bevor das Scharnier gewechselt wird, macht dies bitte auf beiden Seiten. Und als nächsten Schritt entferne ich dann immer die Vorderfront. Die Vorderfront ist hier mit diesen umlaufenden Schrauben gesichert. Ihr macht die Tür auf, schraubt alle Schrauben heraus und danach kann man die Vorderfront entnehmen. Hier ist es ein voll integriertes Gerät. Bei teilintegrierten Geräten kann die Bedienblende dranbleiben. Wenn wir das entfernt haben, schauen wir von der Seite auf das Scharnier, halten die Tür mit einer Hand etwas fest und lösen diese beiden Schrauben an der Seite. Schaut bitte auch darauf, dieses Blech ist sehr scharfkantig und wenn ihr die Tür nicht festhaltet, ist das eine sehr wackelige Angelegenheit. Habt ihr dann beide Schrauben entfernt, seht ihr schon wie hier in dem Beispiel, dass das Scharnier locker ist und nur noch unten auf dem Bolzen sitzt. Auf diesen Bolzen ist es mit diesem Kunststofflager gesichert. Dort löst ihr die beiden Widerhaken und schon kann man das Scharnier nach oben wegziehen. Das neue Scharnier baut man dann einfach in umgekehrter Reihenfolge wieder ein. Man rastet es auf, drückt es auf den Bolzen und befestigt die Schrauben. Wie gesagt, das ist immer etwas wackelig, weil die ganze Tür nur noch auf der rechten Seite in diesem Beispiel hält. Deswegen empfiehlt es sich auch, die Scharniere nacheinander zu wechseln und nicht die komplette Innentür abzuschrauben und dann versuchen, auf beiden Seiten die Scharniere gleichzeitig zu wechseln. Sind dann beide Schrauben angebracht, schließen wir die Tür, hängen den Seilzug wieder in das Scharnier ein. Dabei bitte darauf achten, dass ihr das auch richtig herum einhängt, sonst bekommt ihr später Probleme und es kann auch Geräusche beim Öffnen der Tür geben. Und zum Einhängen mache ich es persönlich wieder so, dass ich mit einer Hand die Feder spanne, den Seilzug einhänge und zum Schluss dann die Abdeckung aufklipse. Ganz zum Schluss wird dann auch die Seitenwand wieder angebaut und die Reparatur ist erledigt.